Typ der Geschichte: Fanfiction. Fandom: One Piece. FSK kann pro Kapitel vollkommen anders sein. Mein Rating: FSK 16 oder 18. Genre: Romance und Drama. Pairing: Law x OC. Erste und letzte Spoilerwarnung. Alle, die noch nicht den Dressrosa-Arc durchhaben, sollten diese Fanfiction vielleicht nicht jetzt anhören. Sonst viel Spaß und auf eigene Gefahr. Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 1. Prolog. Seine Sicht. Der Captain der Hardpiraten steht am Deck seiner geliebten und vom Aussehen her gewöhnungsbedürftigen Death. Er lehnt mit dem Oberkörper leicht über der Reling und blickt mit seiner üblichen nichtssagenden Maske auf das weite Meer hinaus. »Captain!« ertönt die erhobene Stimme eines Crewmitglieds über das Deck hinweg. Sofort steht der Angesprochene aufrecht in der Mitte des Decks und wartet mit einem auffordernden Blick und den Händen in den Hosentaschen auf den Bericht seines Nakama. Gerufen hat sein Navigator Penguin. Ein dunkelhaariger Mann, kleiner als der Captain selbst, mit einem weißen Ganzkörperanzug und einer schwarz-weißen Mütze, die er sich tief ins Gesicht gezogen hat, mit dem kreativen Schriftzug Penguin drauf. »Wir haben gleich die nächste Insel erreicht«, fährt Penguin schnell fort und deutet auf einen kleinen entfernten Punkt im Wasser. »Dann macht alles fertig zum Anlegen. Beppo«, ruft der Captain zu seinem Vize, welcher auch gleich neben ihm steht und seine Befehle erwartet. Ein großer, schneeweißer Eisbär mit einem neonorangen Ganzkörperanzug, auf welchem das Symbol der Haarpiraten drauf abgebildet ist. »Außer uns beiden kommt nur Sashi, Penguin und Dan mit auf die Insel. Der Rest bleibt auf der Death. Und ich brauche mein Schwert.« Sofort nickt der Vize und nach einem Ei sprintet der große Bär los, um jedem die Befehle von Trafalgar mitzuteilen und seinen eigenen auszuführen. Nach wenigen Minuten befinden sich die ausgewählten Hardpiraten in der Innenstadt. Das erste, was ins Auge fällt, ist eine große Kneipe am Ende der Hauptstraße, auf der sie sich befinden. Beppo und ich gehen uns etwas umsehen und erkundigen uns über die Insel. Ihr frischt die Vorräte auf. Wir treffen uns in spätestens 2 Stunden in der Bar. Bestimmt Law deutet auf das große Gebäude am Straßenende und vernimmt dann synchron ein Ei, Ei. Nun steht er alleine mit seinem Vize auf der breiten Straße der Stadt und sieht sich erstmalig in Ruhe um. Eine große Einkaufsstraße mit unzähligen Geschäften. Von Kleidung und Schmuck bis hin zu Waffen und Seekarten ist alles in irgendeiner Form vorhanden. »Captain?« unterbricht der Vize seine Musterung, woraufhin sich der Bär entschuldigt. Law setzt sich in Bewegung und geht, gefolgt von Beppo, gezielt auf die Bar zu. Die Läden bieten zwar von allem etwas an, scheinen jedoch nicht wirklich seriös zu sein, verkauft ein angebliches Waffengeschäft mit Spezialisierung auf Fernkampfwaffen, im gleichen Regal auch die verrufesten Süßigkeiten aus aller Welt. Law stößt die Schwingtüren auf Hüfthöhe auf und betritt den abgedunkelten Raum. Stickige Luft und der Geruch von Schweiß, Alkohol und Rauch schlägt ihm entgegen. Kurz sieht er sich um. Eine Treppe führt nach oben und neben dem Tresen ist eine dünne Eisentür mit einem Fenster, vermutlich die Küche. Überall sitzen angetrunkene und feiernde Bewohner der Insel, aber keine bekannten Gesichter. Schweigend setzt er sich an einen abseits stehenden Tisch in der Nähe der Eisentür und lauscht den Gesprächen der Bewohner. Gerade als es ihm zu langweilig wird und er sich zum Gehen bereit macht, wird die Schwingtür erneut von einem lauten Quietschen begleitet aufgestoßen. Lallend und lachend kommen augenscheinlich mehrere Piraten in den Raum. Sofort setzen sie sich an den Tresen und bestellen. Law lehnt sich zurück in seinen Stuhl und beobachtet gelangweilt die folgenden Ereignisse. Ein Mann mit einem großen Hut und goldenen Zähnen betritt als nächstes die Kneipe. Bis auf seine vergoldeten Zähne sticht höchstens noch seine gewaltige behaarte Wampe ins Auge. Still mustert er das Lokal und nickt schließlich nach hinten. Die Bewohner werden mit einem Mal still und empfinden den Boden und die vergilbte Decke plötzlich als äußerst interessant. Ein ebenfalls dicker Mann betritt die Bar, eine schwere Kette mit gewaltig großen Gliedern in der Hand. Die Bewohner scheinen die Bande gut zu kennen und machen sich unauffällig auffällig klein. »Machst du wohl!« brüllt der dicke Mann mit der Kette in der Hand nach hinten und ein kleines, zierliches Mädchen betritt zögerlich mit gesenktem Kopf den Raum. Mit gewecktem Interesse mustert Law sie, ohne seine Maske der Desinteresse fallen zu lassen.
Das Mädchen trägt eiserne Dinge um den Hals, den Handgelenken und Knöcheln, welche mit Kettengliedern miteinander verbunden sind. Wahrscheinlich Menschenhandel, schlussfolgert Lore gedanklich. Sie hat rotbraune Haare, die ihr bis zu der Hüfte gehen, und dunkle Augen. Ungewollt und mehr unbewusst als gewollt vergleichte die Fremde mit seiner Schwester. Ihre Haare sind gepflegt, ihre Haut rein, doch ihre Augen sind glasig und spiegeln keinerlei Freude wider. Ihr Gesicht gleicht einer Maske der Gleichgültigkeit, doch ihre Augen zeigen Angst, Schmerz und Trauer. Sie trägt nur ein ausgewaschenes gelbliches Hemd, welches gerade so ihren Hintern verdeckt. Als Arzt bemerkt Lore gleich, dass das Mädchen große Schmerzen haben muss, sowohl psychisch als auch physisch. Sie belastet ihr Bein seltsam. »Captain?« reißt sein Vize ihn aus den Gedanken, wendet aber seinen Blick ebenfalls nicht von der Szene vor sich ab. Ein leises Brummen ertönt aus der Kehle des Captains und der Bär fährt fort. »Was glaubst du, was sie mit dem Mädchen machen?« Nun sehen sich die beiden an. Lore sieht gelangweilt zu Beppo auf, während dieser mitfühlend, beinahe gequält reinschaut. Nach einem kurzen Blick zurück auf das Mädchen kommentiert er, »Sie ist sehr sauber für eine Gefangene.« Der dicke Mann am anderen Ende der Kette zieht mit einer kräftigen Bewegung an eben dieser. Durch den plötzlichen Ruck fällt das Mädchen schmerzlich zu Boden. Auf dem Gesicht des Fetten zeichnet sich pure Abscheu ab. Er tritt dem Mädchen in den Magen und zieht sie mit der Kette um den Hals wieder auf die Beine. Lore ist von dem Verhalten des Piraten angewidert, doch äußerlich scheint er die Ruhe selbst zu sein. Diese Männer erinnern ihn an die Himmelsdrachenmenschen und den damit verbundenen Menschenhandel und die Sklaverei. So etwas dürfte nicht das Recht haben, als Mensch betitelt zu werden. Mit einem Würgen und sich mit den kleinen Händen zittrig den Bauch haltend, rafft sich das Kind schnell wieder auf. »Captain«, unterbricht der Vize erneut die Beobachtung des Szenarios. Genervt aufstöhnend sieht Lore in das besorgte Gesicht seines Freundes. »Ach, dann komm«, brummt er angesäuert und greift ruhig nach seinem Schwert. Lore würde nicht zugeben, dass er das Mädchen ebenfalls aus dieser Lage befreien möchte, und so kommt ihm sein empathischer Eisbär nur zu gelegen. »Entschuldige«, nuschelt der Bär eingeschüchtert und steht ebenfalls auf. Mit einem überheblichen Grinsen auf den Lippen stellt sich der Captain den Dicken in den Weg. »Verpiss dich«, schreit der mit den goldenen Zähnen und erhebt sein Breitschwert gegen Lore. Dieser grinst nur weiter. Mit einem bestätigenden Nicken zu Beppo stürzen sich die beiden auf die anderen Piraten. Die Inselbewohner schreien erschrocken auf und suchen Schutz unter den Tischen oder laufen aus der Kneipe. Schnell und ohne wirkliche Anstrengung sind die Piraten erledigt und gefesselt. So schnell, dass der Kampf nicht beschrieben werden könnte. Die restlichen Bewohner, denen die Flucht noch nicht gelungen ist, ergreifen die Möglichkeit und suchen das Weite. Suchend sieht Lore sich nach der Kleinen um. In einer Ecke kauernd findet Lore sie. Sie hält sich schützend die Arme vors Gesicht. Er drückt dem Vize, ohne hinzusehen, sein Schwert in die Pfoten und geht auf das Mädchen mit einem nicht sichtbaren Lächeln zu. Augenblicklich schreckt das Mädchen sich zusammen, drückt sich panisch weiter in die Ecke, in der sie sich befindet, und Tränen sammeln sich in ihren Augen. »Ich tu dir nichts«, versucht es der Captain und geht vorsichtig in die Hocke, als würde er ein verschrecktes Tier beruhigen wollen. Doch durch die monotone, fast schon drohende Stimmlage von Lore schüttelt das Mädchen nur energisch den Kopf und versucht weiter zurückzuweichen. Tränen laufen ihr in Strömen über die Wangen. »Was soll ich denn jetzt machen?«, fragt er sich und zieht die Augenbrauen zusammen. Etwas überfordert sieht er zu seinem besten Freund, welcher in der Zwischenzeit die Schlüssel für die Ketten an sich gebracht hat. Mit einem leicht hilflosen Blick vom Trafalgar ein »Mach was!« mit seinen Lippen und sieht eindringlich zu seinem Vize. Beppo nickt hastig und stellt sich langsam neben seinen besten Freund und direkten Vorgesetzten, darauf bedacht, sie nicht noch weiter zu verängstigen. Mit großen Augen betrachtet sie Beppo und hört schlagartig auf zu weinen und zu zittern. Bei dem Anblick, den sie drauf hat, muss Lore kurz grinsen, bevor er seine Maske wieder aufsetzt. Hat sie noch nie einen Mink gesehen? Unauffällig stupst der Captain seinen Bären in die Seite und deutet an, zu ihr zu gehen. Beppo nickt und geht langsam auf das Mädchen zu. Man sieht förmlich das Glitzern in ihren Augen. Ohne sich weiter gegen die kalte Steinwand zu pressen, mustert sie den Bären wie verzaubert mit offenem Mund und funkelnden Augen. Beppo lässt sich im Schneidersitz kurz vor ihr fallen und lächelt sie auffordernd an. Das Mädchen zuckt stark zusammen und schließt überrascht den Mund, als das Holz unter ihr kurz vibriert wegen des Gewichts des Bären. Lore steht sich währenddessen vorsichtig auf, um besser sehen zu können. Beppo präsentiert ihr einen Schlüssel und nach längerer Überlegung nickt sie schließlich kaum merklich. Zittrig beugt sie sich ein Stück nach vorne und der Vize öffnet ihr die Fesseln. Erst die um den Hals und dann die anderen.
Mit sichtbarer Erleichterung in ihrem Gesicht fühlt sie über ihren nun freien Hals und ihre freien Gelenke. Der Arzt bemerkt, dass sie trotz der Erleichterung weiterhin Schmerzen hat. Zur Bestätigung läuft nun an den Stellen, an denen die Ketten lagen, in Massen das Blut runter. Er hält sich zurück, um sie nicht zu verstecken. Am liebsten würde er sie gleich untersuchen. Scheiß Arztimpuls. Beppo lächelt sie belustigt und erleichtert, aber auch besorgt an, während sie mit großen Augen ihre nun freien Stellen betastet. Ihre Hände färben sich rot, doch sie scheint sich daran nicht zu stören. Ganz in ihrer eigenen Welt bemerkt sie nicht, wie Law noch ein kleines weiteres Stück näher gekommen ist. Erst bei einem knarrenden Geräusch blickt sie verschreckt und ängstlich auf, erblickt jedoch nur Beppo. Law hat sich schnell hinter diesen gesetzt. Scheiße, war das knapp. Beppo reicht ihr lächelnd die Pfote. Nach kurzem Zögern berührt sie nur für ein paar Sekunden eben diese. Erneut leuchten ihre Augen auf. Sie blickt fragend zu dem Bären hoch und als er nickt, schmeißt sie sich lächelnd auf ihn und streichelt immer wieder über sein Fell. Law rutscht leise an dem Bären vorbei, sodass er nun neben diesen sitzt. Beppo hat einen leichten Rutschmer auf den Wangen und beobachtet sie dabei, wie sie mit leuchtenden Augen über sein Fell streichelt. Eine leise, heisere Stimme erklingt. War ich? Grinsend beobachtet Law, beinahe schon verträumt, wie sie langsam vor Erschöpfung in den Arm des Bären einschläft. Beppo wendet sich zu seinem Captain, der sofort wieder seine Maske aufsetzt. Was machen wir jetzt mit ihr? Fragt er ihn und sieht besorgt zu ihr runter. Just in diesem Moment tritt Sashi mit den anderen in die Bar und nach kurzem Umsehen lassen sie ihr Gepäck fallen und machen sich kampfbereit. Sie entdecken ihren Captain unverletzt bei Beppo und entspannen sich wieder. Was ist denn hier passiert? Fragt Penguin in die Runde und betrachtet das kleine Chaos, während er einen der bewusstlosen Männer betrachtet. Sashi geht einige Schritte in das Innere des Gebäudes und kickt lustlos einen Barhocker zur Seite. Beppo dreht sich ein kleines Stück in ihre Richtung und Sashi mustert ihn alarmiert. »Beppo, alles okay?« ruft Penguin entsetzt und geht ein paar Schritte auf ihn zu. Das ist nicht mein Blut«, antwortet er ihm schnell und dreht sich komplett zu seinen Freunden. Tatsächlich ist Beppo blutüberströmt und die Crew mustert ungläubig das kleine Mädchen in seinen Armen. »Jag uns doch nicht so einen Schrecken ein«, keift Penguin ihn an, woraufhin Beppo sich entschuldigt. »Wer ist denn das?« bringt Sashi nur ungläubig über die Lippen und mustert weiterhin das ulkige Bild vor sich. Dan steht weiterhin im Türrahmen und verzieht keine Miene. Er hat dunkle Haare, dunkle Augen, eine breite Statur und wirkt durch seine verschwiegende und zurückhaltende Art wie ein Nebencharakter, der im Laufe der Geschichte immer weniger Präsenz hat und nur dazu dient, mehr Auswahl an Charakteren zu haben. Als sich Law räuspert, sind alle Blicke erwartungsvoll auf ihn gerichtet. Keine Ahnung. Aber, um euch die nächste Frage zu beantworten, wir nehmen sie mit aufs Schiff, ich werde sie untersuchen und dann sehen wir, wie es weitergeht. Immer noch verwirrt nicken die Anwesenden und machen sich auf den Weg zurück zur Death. Penguin, klär die anderen auf. Beppo, bring sie gleich ins Krankenzimmer. Sashi, du musst langsam mal anfangen, denn achte darauf, dass alle weiterhin ihren Aufgaben nachkommen. Rasselt der Tätowierte routiniert runter und erneut hört er ein einstimmiges Ei.